Moin, willkommen beim Ladebildschirm von RailSimulator von RailSimulation. Ja, gleich sehen wir ein kleines Intro, wo die Stimme von dem Macher wahrscheinlich mit Absicht verfremdet wurde oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber so echt wird er nicht reden. Ich wünsche euch viel Spaß gleich. Das ist nur eine Bremseinleitung, wie man bremst. Und das werde ich mal so zwischendurch mal reinziehen mal hier. Vielleicht interessiert es ja einige von denen, auch von euch. Ja. Das sind die neuen Züge, die jetzt hier am 18. bzw. 19. 7. noch 2014 noch hier drin waren. Diese Railforest, die wird bestimmt schon veröffentlicht sein, wenn ihr das hier seht, beziehungsweise wird demnächst veröffentlicht. Das ist eine USA-Strecke. Jetzt bin ich mal leise. Today we're going to be taking the controls of a pair of ES44AC locomotives with 5,000 tons of freight behind them so that you can learn about how air brakes work and practice using them. Here in the cab there are two multifunction displays, or MFDs, that display information about the train as you drive. On the right-hand MFD, important information about the air brakes is shown. Air brakes on trains are complex to understand and will take time for you to become skilled at using. Your control for setting and releasing the brakes is the train brake control, available on the HUD here, and in the cab itself here. Move the train brake controller up to set the brakes and down to release them. We'll cover exactly how this works now. When you move the train brake control, you are directly affecting something called the equalizing reservoir. The equalizing reservoir normally sits at 90 psi, and as you increase the train brake control, this number will drop towards 0 psi. Watch the equalizing reservoir as we operate the train brake control. You can see how it has dropped to 85 psi quite quickly. In doing this, you've now set the target for the brakes, but I can tell you that the brakes are still not on. There is much more to this. Here we can see that the brake pipe is slowly decreasing. So let's understand what the brake pipe does next. The brake pipe reaches the length of the train and is also pressurized to 90 psi. The brake pipe is controlled by the equalizing reservoir. If the equalizing reservoir is lower than the brake pipe, then air will be let out of the brake pipe until it matches. And if the equalizing reservoir is higher than the brake pipe, then the main reservoir will be used to pump air into the brake pipe until it matches. See how very slowly the brake pipe changes? The speed that this changes is dependent on the length of the train. The longer the train, the more air there is to release to lower the pressure. The brake cylinder shows the pressure actually being applied to the brakes themselves. As air is released from the brake pipe, so air from another hidden auxiliary reservoir is released into the brake cylinder, causing the brakes to actually apply and the train to slow down. Our small 5% train brake control application has resulted in 5 pounds of drop on the brake pipe and 11 pounds added to the brake cylinder. And now that the brake cylinder is showing a figure above 0, we know that the brakes are coming on. It's important to fully appreciate just how long that small brake application took. The brake cylinder reads 0 psi for brakes released and goes up to a maximum of 65 psi when the brakes are on at their maximum. Okay, so it's taken ages for the brakes to apply, but let's see now that it takes no time at all for them to release. Once you move the train brake control, the equalizing reservoir will quickly rise back to 90 psi. The brake pipe will begin being pressurized from the main reservoir to match the new equalizing reservoir pressure. This will in turn cause the brake cylinders to be immediately vented to the atmosphere. There is no way to partially release the brakes on this train. Okay, now I'll release the brakes by moving the train brake control to 0%. So while it's charging, what happens if we make a further 5% application on the train brake control? The equalizing reservoir has dropped to the same amount. The brake pipe stops being pressurized and starts dropping back to the equalizing reservoir amount. Now that it's finished, note that the brake cylinder doesn't have the same amount of air in it. The same setting of the train brake control has given us less braking effort than before.
This is because it's the amount of change on the brake pipe that matters. So, there are some key points to remember. There's nothing fast about applying brakes on a train this size, so think ahead and always be vigilant. It is always easier to lower your throttle and not exceed the speed limit than it is to try and use the brakes to correct it later. Releasing brakes happens really quickly. Recharging the braking system after an application and release also takes a while, and though you can normally apply brakes a couple of times, you should expect a long delay from releasing brakes to reapplying. Otherwise, you're going to run out of air and become a runaway. The key thing to keep in mind, therefore, is you should find the right setting for the brakes and stick with it, and that is when you can call yourself a skilled engineer. Before we get our train moving today, I've got a few more tips for you. Air brakes are hard to get used to, and in this simulation there is a difficulty adjuster with 4 difficulty levels. It defaults to the easiest setting, but you can press Ctrl-Shift-1 to make it harder and Ctrl-Shift-2 to make it easier. This means that all the timings are adjusted. Longer times to change the brakes for harder difficulties, shorter times for easier difficulties. Make good use of your dynamic brakes. When you start an incline, make a 6-pound application by dropping the equalizing reservoir to 84 psi, and then use your dynamic brakes to trim your speed. Add another pound or 2 as required if you find the dynamics aren't keeping up, but try to avoid overpowering the air brakes. If you find you're going to run out of air and need to release your brakes, then leave your brakes on and bring the train to a complete stop. Apply all your hand brakes and then release the air brakes. Once the system is fully repressurized, you can release all the hand brakes and then get back on your way. Repressurizing after an emergency application takes a long time because the brake cylinder will only be vented once the brake pipe is recharged above approximately 65 psi, and it will still take a long time after that for the air to be fully recharged in all the reservoirs. Okay, it's time to get moving and give this a go. Ja, das ist ein Intro-Video gewesen. Okay, this tutorial accepts that you have completed the expert controls tutorial and will not repeat the basic instruction contained within it. If you have not yet completed the tutorial, you are advised to do so before proceeding. Also das Tutorial ist noch nicht ganz zu Ende. The locomotive braking defaults to easiest level. Give the scenario a go first and in the level and get us used to it. Used. And then you shall come back and try it again at each difficult level and find the one you like best. Use Ctrl-Shift-1 to make it more difficult and Ctrl-Shift-1 make it easier. Also man kann das ein bisschen leichter und schwerer stellen mit Ctrl-Shift und 1 und 2. For this exercise we are going to get the train moving on its current shallow 0,5% proceed, oder wie es ausgesprochen wird, great, and then we'll handle the train as it progresses on the challenge. Naja, ich will euch nicht nerven mit hier meinen wunderbaren Englischkenntnissen. mit Reverse starten, nach vorwärts stellen, also die Zugbremse and use the throttle up, also Gas geben ein bisschen, and you know it behind about 38%. It's only, also es ist einzige 25 Meilen pro Stunde Grenze, Speed Limit. Ja, wollen wir mal versuchen. Throttle down. Bremse lösen, dann soll es auch losgehen. Das ist der Bordcomputer, die es angezeigt haben. 25 Meilen pro Stunde ist die Begrenzung. Dann wollen wir mal gucken, wie wir es schaffen. Ob ich wirklich so gut bin.
Ja, das Intro fand ich schon mal ganz gut, aber erstmal, da war wahrscheinlich zu viel Programm auf, da habe ich nur die Stotter gehört. Als würde die Stimme verfremdet sein, aber in dem Fall ist es ja nicht. So, schon mal hier rausnehmen wieder. Ah, komm mal, ein bisschen mehr Gas geben, ne? Aber man kann nicht auf 3 stellen, das ist nervig. Man schickt mal auf 0 wieder. 13 ist glaube ich das Minimum. Aber das ist wieder zu schnell. Naja, meistens auf 0, ne? Eine sehr schöne Landschaft hier. Da will ich auch gerne wohnen. Kann man schön ein Haus bauen, kann man schön ins Wasser reinspringen. Ein alter Baggersee anscheinend hier. Starting our descent. Ja, mit 22 Meilen die Stunde fahren wir hier langsam runter den Berg. Man sieht jetzt nicht schön aus, die Landschaft. Das ist Kanada hier. Wenn man hier hupt, fallen die Steine runter. Bloß in echt, im Spiel leider nicht. 75 Meilen per Hour. Hier sind ein paar Sicherungen, die kann man leider nicht bedienen. Schöne Straße, schöner Fluss hier. Die Wassertextur ist auch schon einigermaßen in Ordnung, kann aber natürlich noch besser sein. Aber sonst ist es immer ganz angenehm, die Grafik. Partridge, was steht da drauf? Ja, hier die gerade will innocent, maximum grade between her and maker, okay. Das wird, naja, egal. Bin nicht so gut im Englisch, will ich auch nicht gerade übersetzen alles hier. Will ein bisschen länger dauern. Aber ungefähr weiß ich schon, worum es geht. Aber man ist langsam beschleunigt auf 0, muss man irgendwann bremsen. Aber Landschaft sieht schon gut aus, finde ich. Es gibt schlimmere Spiele. Und es ist nicht ganz einfach immer, weil Simulatoren nicht so gerne angenommen werden oder nicht so häufig oder keiner traut sich die zu kaufen, weil sie denken, es wäre Mist. Oh. Ja, das geht auch hier, das finde ich schön. Okay, da unten ist das Kabinenlicht. Das ist ja schön. Bei den meisten Zügen geht das leider nicht. Dass man so ein bisschen rumspielen kann hier. Was haben wir denn da oben? Ach, Scheibenwischer. Wollen wir was noch machen hier? Kann man nichts machen. Wie schnell fahre ich? 25, 8, oh, ich muss bremsen. Now, thanks your bla 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 bla, 25 Meilen Limit. Ja, ich weiß, dass es 25 Meilen Limit ist. Hab ja schon gebremst, Kollege. Da kommt 20 Meilen. 9%, da geht es noch bergauf, das ist schlecht. 16. Ja, ich weiß, Geschwindigkeitsüberschreitung wird ja schon wieder runtergehen, Kollege, Schweißfuß. Ich gehe mal kurz rüber hier auf die andere Kabine, mal gucken, ob man hier noch was machen kann. Ja, ich soll die Bremse nehmen. Was hier passiert. Ich beschleunige trotzdem noch immer.
Ah, jetzt. Jetzt zieht sie an. Die Bremse nutze ich selten. Yeah. Da gerade ja am Spielen dran und da habe ich ja nicht so auf die Dinge geachtet, ehrlich gesagt. Irgendwas machen noch hier? Leider nicht. Also stehe ich jetzt hier und haben sie rausgenommen. Mann, geht das hier tief bergab. Hier möchte ich nicht entgleisen, das tut richtig weh. Mal vor allem kriegt man nasse Füße, wenn man Pech hat. Noch 1,47 Meilen, da sollen wir stoppen. Oh, ich bin jetzt zu schnell hier. Ah, geht das schnell hier. Ja, ich weiß, Geschwindigkeitsüberschreitung. Tut mir leid. Kommt wieder vor. Wollen wir spielen hier? Da kann man nichts spielen. Oder? Schade. Noch spielen hier. Not aus, Notbremse. Die ganz normalen Sachen hier. Ach, der Horn, ja genau. Glocke, Sandstreuer. Steht auch der Übersand, ne? Auch nichts machen leider. Schade. Ich soll mich aber auf die Straße, auf die Schiene lieber konzentrieren. Amerikanische typische Lok. Oh, 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 oh. Wird langsamer. Auch schon gut gemacht, dass der Bordcomputer anzeigt die Bremskraft. Doch, hier muss ich mit Bremsen hier, bitte schön. Damit es runter geht wieder hier. So fährt es immer noch zu schnell. Auf 60 stellen oder was hier? Ist der Weg zu steil? Der beschleunigt ja mehr als er bremst. Mann. Ich stehe noch hier in Gang jetzt nur was hier. Denn? Hallo? Zug außer Kontrolle. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Ich kann nicht bremsen. Wieso bremst er nicht? Hallo, verrückt?
Hilfe! Jetzt bremst er. Was war denn hier los? Hallo? Ja, so kann es dann gehen, ne? Wenn der Zug nicht bremsen möchte abrupt. Ich muss natürlich jetzt hier genau den Punkt erreichen. Hier muss ich wahrscheinlich die andere Bremse lösen hier. Damit ich noch hier ein bisschen weiter vorrolle. Haben sie mir gelöst hier? Oder? Die letzten Meter vorrollen hier. Das war ja gerade ein richtiger Reinfall, konnte gar nicht bremsen, wie ihr gesehen habt. Jetzt bremst das schon wieder nicht hier, oder? Ganz langsam. Oh Mann. Das muss tatsächlich auf 100 gehen hier. Bremst! Noch nie gehabt, dass er mal beschleunigt hat, obwohl ich vorher die Bremsen eingezogen habe, ne? Oh Mann. Das war ja richtig krass gerade, wie ihr gesehen habt. Ich habe voll eingehauen in die Achsen, ne? Und trotzdem ist er beschleunigt. Naja, ich habe es geschafft. Ich wünsche euch was. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.